Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei mir gibt es heute einen Klassiker. Ich habe ein Zupfbrot gebacken. Der Teig geht ganz einfach über Nacht. Falls ihr es nachbacken möchtet, los geht's. 500 Gramm Mehl, Tee 550 oder Tee 405 mit hohem Eiweißgehalt, 6 Gramm Zucker, 12 Gramm Salz und ein halbes Päckchen Trockenhefe vermischen. Dann 370 Gramm Wasser untermischen. Der Teig muss nicht geknetet werden und dann kommt er erst in eine eingeölte Box oder Schüssel und dann über Nacht für mindestens 10 Stunden in den Kühlschrank, natürlich zugedeckt. Das Weizenmehl kann 1:1 durch Dinkelmehl T630 ersetzt werden und ihr könnt auch frische Hefe verwenden, hier aber 10 Gramm. Am nächsten Tag den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, nicht ausrollen, sondern einfach ganz locker mit den Händen etwas auseinanderziehen oder platt drücken. Die Teigplatte mit ca. 60 Gramm Kräuterbutter oder Knoblauchbutter oder Tomatenbutter bestreichen, in 20 Streifen schneiden und falten. Wie ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen und die Butter muss natürlich weich sein. Die Teigstücke, also insgesamt 20, dann in die Backform setzen. Die Backform muss auf jeden Fall dicht sein, sonst läuft die Butter raus. Meine hat einen Durchmesser von 26 cm, eine 20er geht aber auch. Die Teigstücke lasse ich dann nochmal eine halbe Stunde in der Backform gehen, auch hier zugedeckt. Dann kann die Backform eigentlich auch schon in den Ofen. Ich bestreiche die Teigstücke vom Backen mit etwas Butter für den Glanz und eine schöne Farbe. Und da sind bei mir ca. 2 Teelöffel Butter. Das Brot wird im vorgeheizten Ofen bei 230 Grad Ober- und Unterhitze oder 210 Grad Umluft ca. 20 bis 25 Minuten gebacken, je nach Backofen. Ich gieße noch für den Dampf 100 ml Wasser auf den Backofenboden und nach 10 Minuten Backzeit lasse ich den Dampf raus. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!